halt auf die Reise, jetzt haben wir es übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you try. Get down in the get down in the car. Silvernagle came in, and Nice is now in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. well, if it Actually, isn't race Mr. crew took Peanut home the third again. spot with Oh, Dayton go. Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier bei BTR TV zur GDE Challenge. Und unser Teampräsident Bernhard hat sich hier angemeldet. Ich habe mich spontan dazugelockt und schauen wir mal, was da rausgekommen ist. Da wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir also heute zu Gast bei der 4. Saisonstation der GDE Sprint Challenge. Eine Rennserie, bei der wir heute hier das erste Mal zu Gast sind, da es die Serie noch gar nicht so lange gibt. Denn diese Serie hier wurde für die ausgemusterten GDE-Fahrzeuge geschaffen. Und Bernhard tritt heute hier im BMW M8 GDE an. Ich habe erst gedacht, ich hab kein GDE-Fahrzeug, um mich zu scheuen. Ich habe nur auf eins gedrückt, was ich da hatte. Ja, so. Hast du jetzt auch gejoint oder was? Ja. Ja. Da habe ich Flüge zusammengekriegt. Also wirst du jetzt quasi kaputt geschrieben. Wir haben heute 28 Fahrer am Start, die insgesamt 22 Runden absolvieren müssen. Wir haben heute einen obligatorischen Boxenstopp zu absolvieren. Es gibt keine Schnellreparatur. Das Setup ist jedem freigestellt. Und die Stärke des Feldes beträgt 2477. Raphael Nitzo, Tom Payne, Ben Reikhoff, Thomas Vegan. Thomas Vegan. Jimmy Broadbent ist gestern bei der NLS mitgefahren in dem BMW GT4. Bei der echten. Ah, okay. Im Influencer-Auto mit zwei anderen YouTubern. Und die sind gar nicht schlecht dabei gewesen. Die Qualifikation ist im Hintergrund schon mal gestartet. Bernhard fährt wie immer keine Qualifikation. Er fährt wie immer von ganz hinten los und sammelt dann die Unfallopfer ein. Gut, der ist schon öfters mal so ein echtes Rennauto gefahren. Da habe ich schon öfters mal Videos dran gesehen. Das Rennen hier ist auf 45 Minuten angelegt. Das ist doch mal ganz ordentlich. Und da bin ich mal gespannt, wie sich unser Teampräsident hier heute in diesem ziemlich starken Feld präsentiert. Alfredo Beretta, Mr. Meyer, Gustavo Medici. Wilde Namen hier, aber sonst sagt Ja. niemand das. Aktuell liegt Axel Begemann auf Polen mit einer 1,59,205. Aber diese Alfredo Beretta. GDE-Serie, die habe ich auch noch nie begleitet. Ja, ich wollte jetzt einfach mal ein Rennen fahren. Ich hatte jetzt auch gar kein Training, kein gar nichts. Aber Rotamerika hast Ich bin den Ringmeister eben noch gefahren, da, den Lotus. Und? Keine Ahnung, Platz 9, glaube ich, oder irgendwie sowas. Waren 16, glaube ich, waren am Start. Also, weiß nicht so viel. Und da kommt auch Gustavo Colucci um die Ecke, aktuell noch auf P6 liegend. Axel Begemann immer noch auf Pole. Und da schiebt sich Gustavo auf die zweite Position, wow. Okay, ich gritte als Vorletzter, das ist schon mal ganz gut. Da ist jetzt hier, ja, jetzt hätte ich ein Glück, dass ich das noch gesehen habe. Das ist die Frage. Was sagst du? Ich sag ein Glück, dass ich das noch gesehen habe, dass du hier beim Rennen startest. Wir haben Axel Begemann auf Pole vor Gustavo Colucci und Regis Lotin. Oh, Ferrari, BMW, Porsche, alles vertreten, ne? Auf P4 dann Luca Filippi, P5 Alfredo Beretta. Jetzt weiß ich, was hier mit meinem Rechner los war. Ich habe gerade hier dieses Teil angesteckt, was er dafür geschickt hat. Plötzlich ist hier die Was? Lichter ausgegangen. So, Quatsch, wir machen mal. Ganz hinten. oh, rollen das Feld von hinten auf. Und wie ihr seht, startet Bernhard ganz hinten im Grid. Ein oder zwei Fahrer werden auch direkt aus der Box starten. Mit
mit Einführungsrunde? Ja, leider. In der ganzen? Ja. Ah, na, dann können wir doch uns noch eine halbe Stunde unterhalten hier. Ja. Wenn dir nicht gerade wieder irgendein Trottel reinfährt, wie das öfters mal der Fall ist. Und wie wir gerade gehört haben, es gibt hier eine volle Einführungsrunde. Übrigens hier, ich mache doch jetzt gerade hier dieses Porsche-Video, ne? Das was? Ich mache doch gerade von dir dieses Porsche-Rennen. Ja. Hinter dir ist einer gefahren. Ja. Der ist in dem Nordschleifen-Video damals mit dem Angela Merkel-Auto gefahren. Ach so, der? Ja. Der ist da auch in dem Rennen, aber nicht mit, der ist mit normalen Paint dabei, wird aber von dem Mädel abgeschossen. Also. Ja. Und da hat sich das Pacecar auf die Reise gemacht. Ganz vorne Corvette und Porsche. Direkt schräg vor dir, der Mann mit der Nummer 1 hier. Sylvain Depeche Mode. Die zwei Fahrer mit dem höchsten Rating hier im Feld mit der Nummer 1 und 2, Sylvain Delpech und Viktor Decker, starten hier direkt vor Bernie von ganz hinten. Da war ich gespannt jetzt hier. 28 Starter, das ist ein schön voller Grid, da bin ich mal gespannt heute. Auto, weil ich so noch nie gefahren bin hier. Den Porsche, den BMW vor Jahrhunderten gefahren, den Long damals war geil. Mein erstes Video, was ich gemacht habe, vor 4 Jahren. 45 Minuten. Ich glaube schon, ja. Wow. Ah, wie so ein VHS-Rennen, ne? Also mit Tankstopp oder ohne? Mit Tankstopp, ja. Okay. Ich habe jetzt irgendwie 46 Liter drin oder so. Mehr ging nicht. Also heute mit obligatorischem Boxenstopp. Das heißt, es gibt ein zusätzliches taktisches Element hier. Bin echt mal gespannt hier. Die Stärke des Feldes ist ja sehr, sehr hoch. Und mit B- und A-Lizenz sind es ja auch keine Nasenbohrer, die hier rumfahren. Bin ich mal gespannt, wie sich dieses Rennen hier entwickelt. Axel Begemann führt das Feld hier Richtung Start und Ziel. Hinter ihm Gustavo Colucci, Regis Lotin und Luca Filippi. Das Pacecar biegt jetzt ab und jede Sekunde müsste dann auch die grüne Flagge erscheinen. Boah, die bremsen vorne aber nochmal richtig ab. Und Axel bremst das Feld hier nochmal richtig schön ein. Und da Green Flag, los geht die wilde Fahrt. Ja. Und Axel geht hier auch sofort in Front vor Regis Lotin und Gustavo Colucci. Christoph Hayward auf 5 und Alfredo Beretta auf 6. Scheinen hier alle vernünftig weggekommen zu sein, keine gröberen Unfälle zu sehen. Oh, da gibt es schon den ersten Abflug. Da gehen die ersten schon weit. Der erste schon abgeflogen. Regis musste einen kleinen Umweg durch Kies machen, nichts weiter passiert, ist noch bis nach ganz hinten zurückgefallen. Wir sehen es hier. Okay, no incident ahead, car on your left. Oh, und hier in Kurve 3 hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Da ist Regis wieder mit dabei gewesen. Das müssen wir uns dann gleich mal anschauen. Unten im Replay schön zu sehen, Pascal verliert er sein Auto, steht quer auf der Fahrbahn. Und ein paar Fahrzeuge müssen ausweichen, aber nichts passiert, weiter geht's. Weiter ist Andrei Jukevicius, der jetzt hier mit Artur Troszewski kämpft. Seite an Seite geht es hier durch die Kurve, aber die Jungs lassen sich hier genug Platz. Dahinter Ryan Burgess und David Real, die Plätze 8 und 9. Und da hinten der nächste abgeflogen, Sylvain Delpech, der Mann mit der Nummer 1. Und hier geht der nächste fliegen, David Real. Oh, hier scheinen so einige übermotiviert. Pascal kommt da mit qualmenden Reifen um die Ecke geschossen. Aber so wie es aussieht, können alle weiterfahren. Stian Wagan und Wilfried Besten sind aus der Box nachgestartet. Und hier vorne Axel Begemann hat sich jetzt schon 1,2 Sekunden aus dem Staub gemacht. Hui, Leute, hallo. Ah, wie geht es? Was gehört? Oh, und hier gibt es jetzt einen Massencrash und unser Bernie mit abgeflogen. Oh Mann. Da ist ja hier so einiges los, da lagen die Teile noch rum. Das müssen wir gleich mal aufklären. Und Bernhard ist dadurch bis ganz nach hinten zurückgefallen und muss jetzt das Feld von ganz hinten aufrollen. Schade. Axel vorne macht sich schon aus dem Staub. Okay, Arbeit Neues. Unten im Replay nochmal schön zu sehen. Sylvain kommt da mit seinem Gegner um die Kurve 5, Ghost Contact, und er fliegt ab und knallt in die Mauer. Da ist vorzeitig Feierabend, das Auto ist hinüber. Auf jeden Fall sind jetzt der Reifen warm. Luca Filippi kämpft hier auf P4 mit Christoph Hayward auf P5. Die beiden sind hier ganz eng beisammen. Ach Junge, komm.
Nikolai Naumov, direkt vor dem Bernie, hatte da auch nochmal einen Zwischenfall. Die Unfälle reißen hier nicht ab, aber jetzt schauen wir uns erstmal den großen Crash von vorhin nochmal an. Nikolai Naumov kriegt da von Angel Dalviva, sein Auto scheint nicht weiter beschädigt zu sein, von hinten eine drauf und dann gibt es hier einen Kegelarm. Das halbe hintere Feld rauscht da rein. 6 Fahrzeuge drin verwickelt. Und für viele Fahrzeuge ist hier in der ersten Runde schon Feierabend. Eine total verrückte erste Runde hier, sowas habe ich auch selten gesehen. Werfen wir hier mal einen Blick ins vordere Mittelfeld. Felipe Salinas auf P10, vor ihm Ben Rycroft und direkt dahinter Stefan Leustel. Die Plätze 9, 10 und 11, weil Stefan hinter Felipe schon 0,7 Sekunden Abstand hat und er wird jetzt auch angegriffen da von William Paisley und der nächste geht hier fliegen, Tom Payne. Hat beim Anbremsen der Kurve 5 sein Fahrzeug verloren und schlägt ganz leicht in die Mauer ein, kann aber hier weiterfahren, fällt nur sehr weit zurück. Eine mehr als turbulente Anfangsphase. Schauen wir uns auch nochmal den Zwischenfall von Nikolai an. Und unten im Replay nochmal schön zu sehen, Nikolai Naumov biegt da in Kettle Bottoms nochmal Richtung Mauer ab, schleift da entlang und kommt wieder zurück auf die Strecke direkt vor Bernhard. Besser das Fahrzeug komplett abzustellen. Weiter ist Andrius Kevicius hier im Bild im Ferrari, wird verfolgt von Ben Rycroft. Die Plätze 8 und 9, hier das vordere Mittelfeld. Dahinter dann Felipe Salinas im BMW. Der letzte in den Top 10. Hinter ihm William Paisley schon 0,7 Sekunden zurück. Und während sich das Ganze jetzt hier erstmal ein kleines bisschen beruhigt hat, schauen wir uns nochmal den Ausritt von Tom Payne an. Und unten nochmal schön zu sehen, Tom Payne verbremst sich hier, Anfahrt Kurve 5. Ich denke mal, der ist da leicht auf den Curb gekommen und dann biegt sein BMW hier rechts Richtung Mauer ab. Leichter Einschlag, aber das Auto scheint noch gerade zu sein und weiter geht's. Da haben wir zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt schon 4 Totalausfälle zu verzeichnen. Und so einige Fahrer sind hier mit beschädigtem Fahrzeug unterwegs und wir befinden uns gerade in der zweiten von 22 Runden. Bernhard hier auf P23 versucht dem Feld zu folgen. Hinter ihm nur noch Giovanni Guastella, der am Anfang auch in einen der Zwischenfälle verwickelt war. Aber Bernhards Auto scheint top in Ordnung zu sein. Und für ihn geht es ja hier auch nicht ums Gewinnen, sondern um Spaß am Rennen zu haben. Und mit dem Gaststart hier mal in die Serie reinzuschnuppern. Aber jetzt heißt es erst einmal dem Feld hinterherfahren und versuchen, den Anschluss irgendwie wiederherzustellen, was ja an sich schon sehr schwierig werden wird. Hier vorne in den Top 10, da sind die Positionen alle erstmal gefestigt und die Lücke nach hinten zu P11, zu William Paisley, die wird immer größer. Jetzt gibt es hier einen Angriff. Stefan Leustel kämpft hier gegen Björn Barkov. Björn kann sich da durchsetzen. Kurve 5 und Stefan hatte aber auch ganz fair Platz gelassen. Der hat sicher gemerkt, dass Björn eine höhere Pace hat. Wilfried Westen aus der Box gestartet, dem Feld hinterhergefahren und liegt jetzt schon auf P22 mit Anschluss nach vorn. Der hat sicher die Qualifikation vergeigt. Und nicht nur Bernhard nimmt da jeden Zentimeter der Strecke mit, wie wir gerade gesehen haben. 7,2 Sekunden fehlen ihm auf seinen Gegner vorn, auf Wilfried Westen. Vor dir vorne kann dieselben Runden sein. Hier haben wir mal unseren Leader im Bild, Axel Begemann. Der dominiert hier das Rennen, hat jetzt schon 2,3 Sekunden Abstand und wir befinden uns gerade in der dritten von 22 Runden. Jetzt gehen die Jungs in die 4. Runde, hier auf P2 dann Gustavo Colucci und P3 Luca Filippi. P4 Christoph Hayward und die Top 5 schließt Arthur Straszewski ab. Direkt hinten dran jedoch Alfredo Beretta und dann erstmal eine kleine Lücke zu P7 zu Ryan Burgess. Sind ungefähr 1,5 Sekunden. Ryan wird verfolgt von Vaidas, Andrius Kevicius. Ja, lass mich erst mal reinkommen in die Karre. Der Name, sorry, wenn ich das falsch ausspreche, der ein absoluter Zungenbrecher. Auf 11 hier William Paisley im Bild, vor ihm Ben Rycroft und Felipe Salinas. William bekommt jetzt von hinten Besuch von Björn Barkov, der auch Stefan Leustel noch im Schlepptau hat. Die Plätze 10, 11, 12 und 13. Ganz hinten dann mit der Startnummer 4 Regis Lotin, der ganz vorn, ich glaube auf P3 gestartet ist und dann in der ersten Runde den Zwischenfall hatte und das Feld jetzt von hinten aufrollen muss. Also ich lasse den Giovanni da hinter mir. Oh, und hier vorne an der Spitze hat sich jetzt das ganze Feld zusammengeschoben. Gustavo und Luca haben ihren Rückstand zu Axel Begemann wettmachen können. Und jetzt ist hier ein Dreier-Express unterwegs. Und Gustavo macht da richtig Druck von hinten. Der funkt hier sogar die Jungs hier an. Die sollen hinne machen. Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen.
So wollen wir das sehen. Hoffentlich räumen sich die Jungs hier nicht gegenseitig ab. Aber ich denke mal, bei dem Rating, was die Jungs hier haben, sollten sie alle Ja, da sehe ich doch schon wieder welche da vorne. professionell genug sein, um sich hier genug Platz zu lassen. Die ersten 3 hier innerhalb von 10. Jetzt kann sich Axel wieder ein kleines Stück frei fahren und sofort bekommt Gustavo Druck von hinten von Luca Filippi. Ja, da wirst du noch einige einsammeln, glaub mir. Hinter Christoph zu Arthur Stroczewski reißt die Lücke immer mehr auf, trägt jetzt schon 4,5 Sekunden. Und Bernie holt auf seinen Vordermann auch immer mehr auf Stian Wagan, den wir hier mal im Bild haben. Oh ja, es sind nur noch 4,5 Sekunden ungefähr. Okay. Bitte? Ich dachte erst, er hätte es gekracht, weil es gequalmt hat, aber die sind nur so Dreckeier. Vor Stian, Wilfried und Pascal kämpfen da um die Position und da hat ein bisschen Rauch in der Kurve gestanden, aber nichts passiert. Wilfried kämpft sich da nach vorne, hat eine super Pace. Schade, dass er aus der Box starten musste heute. Ich denke mal, der hätte vorne mitkämpfen können. Und Pascal war ja am Anfang auch in ein paar Inzidenten mit verwickelt. Ich schätze mal, das Auto wird eine größere Beschädigung haben. Wir sehen es da auch am Heck. Und nachdem die Jungs hier in der ersten Runde Bowling-Nachmittag gespielt haben und sich hier gegenseitig weggekegelt haben, hat sich das Ganze jetzt wieder ein Stück beruhigt. Björn Barkov kann sich von Stefan Leustel lösen, der jetzt Besuch von Regis Lotin bekommt. Da geht Regis in Kurve 5 innen vorbei. Probleme mit der Bremsbalance hier. Stefan macht da aber auch fair Platz und da geht einer ganz weit. Das war Björn Barkov, der jetzt seine hart erkämpften Positionen wieder hergeben muss. Wie gewonnen, so zerronnen und sofort ist das Loch nach vorne aufgerissen. Selbst Regis konnte da schon einen kleinen Gap zwischen sich und seinem Gegner bringen. Bernie hier immer noch auf P23, kämpft sich da Zehntel per Zehntel an seine Vorderleute ran. Es sind noch knapp über 4 Sekunden und Giovanni folgt ihm da, der ja auch am Anfang in einen der Crashs mit verwickelt war. Hier vorne Axel Begemann kann sich jetzt so langsam wieder von seinen Gegnern absetzen. Er hat schon fast eine Sekunde zwischen sich und Gustavo Colucci gebracht. Hinten dran Luca Filippi und jetzt mit einem kleinen Abstand Christoph Heyard auf P4. Da hat sich nicht viel getan bisher. Tolles Rennen von den Jungs hier vorne. Kämpfen wir hart um die Podiumsplätze, aber alles fair und sauber im Gegensatz zu manch anderem weiter hinten. Oh, da gab es einen Verbremser. Luca Filippi und sofort ist da Christoph Heyard zur Stelle. Seite an Seite geht es ja auf die Start- und Zielgerade hoch. Und Luca hält da dagegen. Der hat hier den Podiumsplatz noch lange nicht aufgegeben, während Bernhard da in der Gegengeraden einen kleinen Wackler hatte. Jetzt kann sich Luca wieder durchsetzen und sich auf P3 behaupten. Ein super Duell um den letzten Podestplatz. Jetzt gehen die Jungs hier auf die lange Moraine-Swap gerade. Vielleicht kann da Christoph nochmal einen Angriff setzen. Dahinter wird auch hart gefeitet. Arthur Koszewski muss sich hier gegen Alfredo Beretta zur Wehr setzen, der noch Da ging mir aber jetzt gerade der Kackstift. Ryan Burgess im Schlepptau hat. Weiters Andrius Kevicius ist da schon ein Stück weit weg. Der Gap beträgt ungefähr 1,6 Sekunden. Jetzt gibt es hier einen Angriff. Seite an Seite. Ganz enger Zweikampf hier um P5. Die Jungs lassen sich aber genug Platz. Jetzt muss sich Alfredo nochmal hinter Arthur anstellen. Hat hier aber noch nicht aufgegeben. Nächste Kurve, nächster Angriff. Da gab es eine kleine Berührung. Aber alles okay. Wieder kann sich Arthur vor Alfredo halten. Und jetzt ist Ryan hinten ganz dicht dran. Jetzt gibt es hier wahrscheinlich den nächsten Angriff. Und Ryan mischt da jetzt mit. Und durch das Gerangel hier vorne ist auch Ryan und Weiter ist wieder hinten dran. Jetzt hat sich das hier alles zusammengeschoben. Und es gibt hier einen Fünfkampf um die Position. Wow. Denn Felipe Salinas hinten dran im BMW gehört auch noch zu der Fünfergruppe hier. Und nach dem Crash-Festival in der Startphase des Rennens sehen wir jetzt hier richtig geiles Racing. Die Jungs kämpfen hier knüppelhart und haut eng um jede Position und jeden Zentimeter, aber man lässt sich hier genug Luft zum Überleben. So sollte das auch sein. Felipe schaut sich das aus der Logenposition an und vorne kämpfen Arthur und Alfredo jede Kurve um die Position. Ein geiles Duell. Jetzt liegt Arthur außen wieder vorne und Alfredo drückt sich da innen durch. Ryan guckt sich das an Seite geht es hier auf die nächste Kurve zu. Oh, und da hat Arthur kurz sein BMW verloren, muss da weit gehen und fällt hinter Felipe Salinas zurück. Eine kleine Unkonzentriertheit und 5 Plätze verloren. So schnell kann es hier gehen. Jetzt ist das hier ein richtiger Express. Die Plätze 5 bis 11 hier, da kannst du ein Handtuch drüber legen. Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Richtig starkes Rennen hier. Ganz vorne Axel Begemann konnte sich jetzt schon aus dem Staub machen. Der hat inzwischen 1,6 Sekunden Vorsprung auf Gustavo Colucci. Und Luca Filippi kämpft da immer noch mit Christoph Heyard.
Während Bernhard inzwischen seinen Rückstand zu Stian Vagan vor ihm halbieren konnte. Der liegt jetzt nur noch bei ein bisschen was über 2 Sekunden. Und auch Pascal Eilbund ist da in Reichweite, denke ich mal. Oh, komm etwas näher, glaube ich. Ja, du kannst ja auch kontinuierlich näher, das ist so einige vor dir. Und hier im vorderen Mittelfeld geht es jetzt wieder richtig zur Sache. Arthur versucht sich da wieder vorzukämpfen, hängt hier hinter Weidas fest. Und von hinten drückt er auch noch Philippe, an dem ist er irgendwie schon vorbeigekommen. Wir befinden uns in Runde 7 von 22, also haben wir ungefähr ein Drittel schon geschafft. Und da hinten geht der nächste durchs Kies. Kleiner Wackler, Ben Rycroft. Und sofort ist da William Paisley zur Stelle. Außenrum ein ganz starkes Überholmanöver. Da lässt man sich auch genug Luft. Ben hat da nicht unfair irgendwie dagegen gehalten. Ganz, ganz starke Duelle hier. Tolles Racing in der Serie. Schade, dass sich die Hälfte des Feldes am Anfang schon gegenseitig rausgekegelt hat und da auch unser Bernhard mit drin verwickelt war und jetzt so ein einsames Rennen fährt. Und hier hinten gibt es jetzt die nächsten Duelle. Regis ist da an Stefan vorbeigegangen, ist ja ganz vorne gestartet und hatte in der Startrunde leider ein paar Zwischenfälle, ist ganz nach hinten zurückgefallen und kämpft sich jetzt wieder durchs Feld. Eine tolle Rennpace. Er nennt ihn hier Wurm. Thomas Schwagan hier auf P19, wahrscheinlich der Bruder von Stian, der direkt vorm Bernie liegt. Auf 18 haben wir dann David Real, P17 Tom Payne und 16 Sylvain Delpech. Tom und Sylvain kämpfen jetzt hier um die Position. Man sieht, Sylvains Auto ist auch schon schwer beschädigt. Alle drei hatten hier schon so den ein oder anderen Zwischenfall. Jetzt geht hier Tom Payne weit und sofort greift hier Sylvain wieder an. Und unser Kameramann schaltet hier um zum Bernie, der immer näher zu seinem Vordermann aufschließt. Sind nur noch 1,3 Sekunden. Ganz vorn an der Spitze Axel Begemann, unser Leader, nimmt ja auch jeden Zentimeter der Strecke mit. Hat inzwischen schon 2,5 Sekunden Vorsprung. Und hier wird immer noch wild gekämpft. Die Gruppe ab Platz 5 ist immer noch ganz dicht beisammen. Allerdings scheint jetzt Arthur hier auf P8 festzuhängen. Vor ihm Weidas kann da schon ein bisschen sich aus dem Staub machen. Und Ben Rycroft auf P11 fährt der Gruppe hier hinterher. Björn Barkhoff kämpft hier immer noch mit Regis Lotin und Stefan Leustl um die Position. Dahinter Rafał Nizio auf P15 und auf P16 dann Sylvain Delpech, der es geschafft hat, Tom Payne zu überholen. Wir sehen es hier direkt da hinten dran, David Real und Thomas Schwagan. Die Plätze 16, 17, 18 und 19. Na, der Porsche vor mir, der ist auf jeden Fall schon mal weg vom Fenster. Und wir haben es gerade von Bernhard gehört, da hat es einen Zwischenfall gegeben. Da werden wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Und Bernie konnte jetzt auf die Lücke zu seinem Gegner vorne zufahren. Den Wurm hier vor mir. Stian Vagan. Er hat seinen Gegner jetzt direkt vor sich. Ich glaube, sein Bruder fährt zwei Positionen vor dem Thomas Vagan. Und unten im Replay sehen wir jetzt nochmal den Porsche-Zwischenfall, den Bernhard vorhin im Chat erwähnt hat. Pascal Ailbert, Kurve 5. Die ist für viele eine große Schwierigkeit, geht da sehr weit, kann aber einen Einschlag verhindern, verliert noch eine Menge Plätze, dreckige Reifen und dann wieder zurück auf die Strecke. Und Bernhard klebt jetzt hier schon im Heck seines Gegners, ganz dicht dran. Schauen wir mal, ob er hier auf der ziemlich langen Start- und Zielgerade schon einen Angriff setzen kann. Aber ich glaube, da ist Stian besser aus der Kurve rausgekommen. Ja, knapp, das könnte sich vielleicht doch noch ausgehen hier Richtung Kurve 1. Da ist Bernie auch innen durchgegangen, sauber gemacht. Starkes Überholmanöver, damit Bernhard jetzt auf P21 noch vorgefahren. Ah, der hat aber auch zurückgelassen. Und wie Bernhard schon gesagt hat, da hat Stian auch fair mitgespielt. Jetzt mal der wird dann die ganze sicher auf dem Auto sein. Der Fahrer, der wird auf So, jetzt habe ich seinen Bruder vor mir. Thomas Schwagan, den haben wir hier mal im Bild, wurde gerade von Wilfried Besten überholt, versucht dann nochmal gegenzuhalten, aber Wilfried innen hat da die bessere Position und kann sich da auch behaupten. Für den Wilfried geht es hier nur nach vorn. Er ist hier gerade mit Wilfried Besten am Fighten. Ah, die können ruhig noch ein bisschen länger fighten. Ja, ja. Ah, ich sehe sie schon. Direkt vor denen sind auch noch ein paar, also wir haben ja gerade erst 6 Minuten rum hier von 45, da ist noch ein bisschen was drin. Hier vorne an der Spitze, alles wie gehabt.
Axel Begemann kann seinen Vorsprung Zehntel für Zehntel ausbauen. Auf P2 weiterhin Gustavo Colucci, 1,5 Sekunden Vorsprung auf Luca Filippi, der immer noch Christoph Heyard direkt im Nacken hat. Ein toller Zweikampf hier um die dritte Position. Und da muss man resümieren, bis auf die Massenschlägerei am Anfang. Ein tolles Rennen hier, richtig geiles Racing an vielen Stellen. Jetzt zieht sich das hier um P5 ein bisschen auseinander. Alfredo Beretta konnte sich ein bisschen freifahren von Ryan Burgess. Artur Stroczewski konnte weiters Andriukewicius überholen. Felipe Salinas auf P9, weiterhin auf P10 dann William Paisley. P11 Ben Rycroft, der inzwischen aber schon etwas Abstand hat. Besser gesagt, William und Ben fallen hier gemeinsam zurück, liegen ungefähr 2,5 Sekunden hinter den Top 10. Auf P12 haben wir dann weiterhin Regis Lotin, der sich inzwischen von Björn Barkov und Stefan Leustl freifahren konnte. Ach, Spastika! Und Bernhard, wir hören es gerade, kämpft hier mit Thomas Wagan. Verpiss dich! Sein Bruder hat Bernhard ja schon überholt und auch Thomas fällt jetzt hier Stück für Stück zurück. Jetzt kämpfen die Brüder hinter ihm gemeinsam um die Position und da kommt ja von hinten auch noch Giovanni Guastella im Porsche. Oh, einer von den Borns hat sich gerade verabschiedet. Und wir hören es gerade, allerdings hat sich Björn Barkov hier nicht verabschiedet. Thomas, zur Erinnerung, es gibt hier einen obligatorischen Boxenstopp und den hat Björn Barkov gerade absolviert. Und der steht auch für alle noch an. Jetzt gab es einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten hin. Thomas Wagan hier macht in Kurve 3 einen Fahrfehler, kommt viel zu weit raus und fährt dann unkontrolliert mit auf die Strecke. Ja, 9 Liter habe ich noch. Und knallt hier in seinen Bruder rein, fliegt ab. Und weiter hinten geht auch noch einer weit. Giovanni Guastella musste da durchs Grün gehen, um da nicht rein zu rauschen, aber nichts passiert. Fällt natürlich weit zurück mit völlig zerstörtem Fahrzeug. Wir haben jetzt Halbzeit und hier vorne immer noch alles beim Alten. Christoph Heyard jagt Luca Filippi um den Kurs. Die beiden haben fast 2 Sekunden Abstand nach vorn zu Gustavo Colucci auf P2 und über 5 Sekunden zum Leader, zu Axel Begemann. Alfredo Beretta hier 7 Sekunden schon zurück hinter Christoph Heyard, liegt aber auf einem völlig sicheren 5. Platz. Nach hinten zu Ryan Burgess 1,5 Sekunden und unser Bernie ist inzwischen auf P18. Der ist ohne mehr weit weg geworden, ja, 2,5. Ja. Das heißt, trotz des Zwischenfalls am Start hat Bernhard inzwischen schon 10 Fahrer überholen können. Ein top solides Rennen von ihm bis hierher. Und jetzt gibt es hier einen Angriff. Felipe Salinas geht hier an Weiters. Andriukewicius vorbei auf die 8. Position. Das hat sich auch ein Stück angedeutet. Sauber gemacht, da hat aber auch Weiters fair mitgespielt. Schönes Racing hier im vorderen Mittelfeld. Weiter hinten gab es mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Rafael Nizio im Red Bull Ferrari kommt hier in Kurve 3 ein bisschen zu ambitioniert um die Kurve geschossen, verliert sein Fahrzeug und geht rodeln, kann hier aber einen Einschlag verhindern. Allerdings gehen die Gegner an ihm vorbei, er verliert Plätze, schade, lag auf P14. Ist hier anständig von der Strecke weggefahren und da geht auch Bernhard sogar durch. Bernhard hat hier nach seinem Startzwischenfall ein richtig gutes Rennen. Schade, dass er im Feld hinterherfahren muss. Ich denke, er hätte sich ein paar schöne Zweikämpfe liefern können. Hat eine super Pace drauf und inzwischen schon mehr als 10 Leute überholt. Jetzt gehen die nächsten hier an die Box. Bernhard muss ja auch noch an die Box kommen. Arthur macht jetzt seinen obligatorischen Boxenstopp hier. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Thomas Wagan, der nächste Zwischenfall. Yes, baby. Der scheint jetzt ein bisschen aus dem Tritt gekommen zu sein. Verliert das Fahrzeug erneut in Kurve 3 und fährt hier einfach so quer über die Strecke. Da hat Stefan Leustl aber ein Riesenschwein gehabt, das dann hinter Thomas abgeräumt wurde. Und Regis Lotin hat jetzt seinen Rückstand zu William Paisley zugefahren. Baby, go, go, go. Während Bernie an der Box steht und seinen obligatorischen Boxenstopp absolviert. Wir haben ihn hier mal im Bild. Kein Reifenwechsel, es werden nur ein paar Liter nachgetankt. Oh, der denkt nachtanken, der Wichser. Die Zeit an der Box hier, die kommt ihnen immer ewig vor, bis der Lollipop-Mann den Lollipop hebt.
Aber Boxenstopp problemlos absolviert. Bernie kann jetzt wieder loslegen. Oh, das sind einige blaue hier. Ja. Hat am Anfang dann irgendwie was gegeben. Regis verfolgt hier immer noch William Paisley. Ich denke mal, beide müssen auch noch an die Box. Hätte er noch relativ gut gekommen. Wir befinden uns jetzt in Runde 13 von 22, also ist noch ein ganzes Stück Weg zu gehen. Und an vielen Stellen wird hier noch gekämpft. Genauso hier William Paisley und Regis Lotin. Genauso hier vorn Weiters und Philippe kämpfen da um die Position. Tolle Duelle. Oh, da bin ich ja noch richtig vom Leader rausgekommen. Bernie auf P22 wieder rausgekommen aus der Box. Allerdings müssen da ein paar vor ihm auch noch ihren obligatorischen Boxenstopp absolvieren. In der Zwischenzeit gab es auch noch einen größeren Zwischenfall, den wir unbedingt mal nachreichen müssen. Und auch die Führungsspitze kommt jetzt hier ans Rennen. P1 und P2, Axel und Gustavo. Dahinter auch Luca und Christoph, die hier die Box ansteuern. Und unten im Replay schön zu sehen, Tomasz in seiner Lieblingskurve hat da wieder einen Zwischenfall. Diesmal wird er von hinten abgeschossen. Ich denke mir mal, E-Bike kann da nicht viel dafür. Der war da ziemlich erschrocken, dass da Tomasz plötzlich vor ihm da rumgeeiert ist. Und für Tomasz das endgültige Aus. Der Leader Axel Begemann kommt jetzt an zweiter Position wieder raus. Vor ihm weiter, das hat allerdings noch nicht getankt. Hinter ihm alles wie gehabt. Gustavo Colucci auf P2, Luca Filippi auf P3 und Christophe Heyard auf 4. Auf 5 haben wir dann Alfredo Beretta und auf 6 Ryan Burgess. Allerdings ist Alfredo Beretta schon über 6 Sekunden weg von der Spitze. Wir haben Alfredo hier mal im Bild. William Paisley hier auf P12, vor Ben Rycroft wieder auf Strecke gegangen. Artur Schaschewski hier auf P10, vor ihm Stian Vagan, war glaube ich noch nicht an der Box. Hier haben wir mal Ibai Alonso im Bild, der vorhin diese Begegnung der dritten Art mit Tomasz Vagan hatte. Hast du jetzt eine Dose aufgemacht? Ja. Du Dreckschwein, ey, und ich schwitze mir hier einen ab. Das hast du gehört, weil wir... Aber ich trinke nur Cola. Ja, ist egal. Ja, Dosenbier ist heute... Pfui Teufel, gibt nichts Schlimmeres. Oh, das kann ich mir gut vorstellen, dass unser Bernhard da jetzt gerne was Kühles trinken würde. Und wir haben da noch ein bisschen mehr als eine Viertelstunde auf der Uhr stehen, also ungefähr 2/3 geschafft bisher. Da muss Bernhard noch ein bisschen durchhalten. Es sind vor dir noch 1, 2 Fahrer, die an der Box haben. Regis Lotin hat sich inzwischen wieder auf P11 nach vorne gekämpft, nachdem er in der Startrunde ganz ans Ende des Feldes zurückgefallen ist. So, Major Payne, 6,1 Sekunden bis zu dem. Ben Rycroft konnte er hinter sich lassen, aber William Paisley wehrt sich dann nochmal, da wird es jetzt sicher in Gruppe 5 einen Angriff geben. Außen, William innen, verteidigt er schön. Jetzt nächster Angriff, jetzt ist da Regis in einer besseren Position und geht da auch durch. Das hat Regis hier super gemacht und hat William ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Er hat außen keine Chance. Versucht er aber weiterhin gegenzuhalten. Jetzt sortiert er sich dahinter ein. Bernhard ist hier auf P19 klassiert. Nach vorne und hinten jeweils ungefähr 6 Sekunden Luft. Mal schauen, ob da nach vorne noch was geht. Wird schwer werden. Wilfried Bessen hat jetzt hier seinen Rückstand zu Sylvain Delpech zugefahren und geht jetzt da dran vorbei. Und auch hier Luca Filippi kämpft hier mit Christoph Heyard ums Podium. Und nachdem es Christoph 16 Runden lang versucht hat, hat er es jetzt endlich geschafft und konnte an Luca Filippi vorbeigehen, der allerdings seinen dritten Platz noch nicht aufgegeben hat und hier von hinten weiterhin drückt. Nach hinten zu P5 Alfredo Beretta haben die beiden allerdings schon fast 6 Sekunden Vorsprung. Und nach vorn zu P2, zu Gustavo Colucci, ist der Zug längst abgefahren. Das sind auch über 4 Sekunden. Zum Major Payne hole ich auch langsam auf. Bernie knabbert hier Zehntel für Zehntel seinen Rückstand zu Tom Payne ab. Allerdings geht ihm hier so langsam die Zeit aus. Hier haben wir Tom Payne mal im Bild auf P18. Er hat eine coole John Player Lackierung, die schwarze auf seinem BMW. Axel Begemann, unser Leader hier, kontrolliert das Rennen. 3,7 Sekunden Abstand zu seinem Hintermann, zu Gustavo Colucci. Hatte ganz am Anfang mal ein bisschen mit dem Gustavo gekämpft, hat sich danach aber aus dem Staub gemacht und niemand kann da die Pace vorne mitgehen.
Oh, und hier im vorderen Mittelfeld gab es jetzt ein Überholmanöver. Felipe Salinas ist an Beitas Andriu Kevicius vorbeigegangen und von hinten drückte auch noch Artur Stroczewski die Plätze 7, 8 und 9. Da muss Beitas aufpassen, dass er dann nicht noch mehr zurückfällt, denn von hinten kommt auch Regis Lotin mit 7 Meilenstiefeln angerauscht. Der ist auch nur noch 3 Sekunden weg. Ja, schon fast. Was heißt hier fast? Ich sehe ihn. Ja. Oh, und hier vorne hat Luca Filippi geschafft und ist wieder an Christoph Heyert vorbeigegangen. Da hat Luca irgendwo von uns ungesehen die alte Rangordnung wiederhergestellt. Jetzt wird es hier sicher den nächsten Angriff geben. Christoph Heyert bringt sich hier in Stellung in der Moraine Swap gerade. Aber so wie es aussieht, hat auch die Corvette ordentlich Dampf. Christoph kann sich hier in Lukas Windschatten halten, allerdings kann er hier auch keinen Angriff setzen. Die Jungs kämpfen hier seit Beginn des Rennens um den 3. Platz. Ein ganz, ganz starkes Duell von beiden. Meinst du, ich komme aber... Ach, Bernhard beißt sich da hinten die Zähne aus. Mühsam. ja. Ich glaube, da ist die Abfalljagd beendet. Wir müssen jetzt noch 2 Stunden fahren. Ich glaube, dann hätte ich ihn irgendwann. Oder der Eier, ich weiß ja nicht, wie. Ja, du bist ja noch nicht gefahren, du weißt ja nicht, wie sich die Reifen verhalten. Ja. Und Wilfried Besten setzt jetzt hier seinen Weg nach vorn fort. Er liegt jetzt schon auf P16, hat inzwischen auch David Real und Tom Payne überholt. Ein ganz starkes Rennen. Schade, dass er aus der Box starten musste. Ich glaube, der hätte vorne mitkämpfen können um die Top-Plätze. Ich denke mal, Silvan wird er noch erwischen. Aber nach vorn dann zu Björn Barkov fehlen ihm schon über 10 Sekunden. Da geht ihm, glaube ich, die Zeit aus. Wir befinden uns ja hier in der 18 von 22 Runden. Also haben wir ungefähr noch 3,5 Runden zu gehen. Ich denke mal, jetzt wird Wilfried hier auch seinen Angriff setzen. Da geht er auch innen rein. Da hat Silvan aber keine Chance gehabt. Und da schwenkt plötzlich die Kamera um, weil jetzt Artur Stroczewski an Philipp Salinas vorbeigegangen ist. Hier nochmal zurück zu Wilfried Besten, der jetzt inzwischen in den Top 15 angekommen ist. Wieder. Kann der Payne nicht fahren? Der Abstand nach vorn zu Tom Payne ist wie eingefroren. Der bewegt sich immer so bei roundabout 4,5 Sekunden. Spiel doch mal mit was Giftigem. Du hast zu wenig gebremst. Gerade so. Jetzt bloß nicht die Konzentration verlieren. Soweit ist es nicht mehr bis ins Ziel. Der Vorsprung von Tom Payne ist jetzt wieder auf über 5 Sekunden angewachsen. Ich glaube, das kann Bernhard jetzt vergessen. Während jetzt hier David Real Ja, schade, ist ja wieder bei 5 Sekunden. Verdammt. angreift und versucht an Sylvain Delpech vorbeizugehen, der hier mit kaputten Fahrzeug unterwegs ist, muss allerdings nochmal zurückstecken. Uah. Stehende Vorderräder. Und Axel geht jetzt in die 20. von 22 Runden, immer noch gefolgt von Gustavo Colucci, Luca Filippi weiterhin auf P3, immer noch gefolgt von Christoph Heyert, der hier das ganze Rennen versucht hat, einen Platztausch zu erzwingen, aber keine Möglichkeit gefunden hat. War mal kurz vorbeigeschlippt, aber den Platz hat sich Luca wieder zurückerkämpft. Auf P5 dann Alfredo Beretta, P6 Ryan Burgess, fast 4 Sekunden Abstand nach vorn und 6 Sekunden Abstand nach hinten. Auf P7 haben wir Artur Stroczewski, der jetzt hier nochmal unter Druck von Felipe Salinas gerät. Ein bisschen weniger als 2 Runden muss Artur noch durchhalten. Hinter Felipe dann zu P9, zu Beitas Andrius Kevicius, eine größere Lücke von über 2 Sekunden. Wow, wieder zu spät. Und während die 2 Jungs hier vorne um P7 kämpfen, 5 Minuten hast du noch. hatten wir weiter hinten einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen sollten. Sagt der Sprit. Musste reichen. Felipe jetzt hier ganz dicht dran. Oh, da verbremst er. Da ist er gerade noch so auf der Bremse gestanden und konnte einen Einschlag verhindern. Aber sofort ist Artur da ein Stück weg. Unten im Replay schön zu sehen, Regis Lotin war inzwischen auf P9 angekommen und übertreibt es ein bisschen bei seiner Aufholjagd. Letzte Kurve vor Start und Ziel. Verliert das Auto, nichts passiert. Nur Gegner konnte vorbeigehen und er hat Platz wieder herschenken müssen. Und durch den Wackler von Regis ist Ben Reickoft jetzt wieder rangekommen. Sind nur noch 1,4 Sekunden. Hier haben wir auch mal einen Blick nach hinten. Björn Barkov ist jetzt inzwischen wieder hinter Stefan Leusler zurückgefallen.
Und hinter führt die Gruppe, hier wird immer noch um die Position gekämpft. Wilfried Besten vornweg, dahinter Sylvain Delfesch und auf P17 dann David Real. Die Plätze 15, 16 und 17. Auf 18 haben wir dann hier Tom Payne. Und Bernhard liegt dann nochmal ungefähr 5 Sekunden dahinter. Na, push. Was soll ich da noch pushen, Junge? Mir schläft der Arsch ein. Schulterschmerzen habe ich auch noch. Meine Fresse, bin Wrack. Runde 21 von 22, also ist es nicht mehr weit bis ins Ziel. Die paar Meter wird Bernhard noch durchstehen, denke ich mal. Hier wird weiterhin gekämpft. Und auch hier vorne, Philippe und Arthur haben ihren Kampf um die 7. Position noch nicht eingestellt. Bin ich mal gespannt, ob Arthur seinen 7. Platz bis ins Ziel halten kann. Philippe macht da die ganze Zeit schon richtig Druck. Nach vorne und hinten haben die beiden genug Platz. Und hier vorne Axel Begemann im Werks-Porsche wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. Hat inzwischen 3,5 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, auf Gustavo. Ein Top-Rennen von den Jungs. Und da eröffnet Axel jetzt die letzte Runde. White Flag. Weiße Flagge. Und da kann man jetzt schon resümieren, bis auf den Messi-Start war das heute hier ein Top-Rennen. Wir haben hier super Zweikämpfe gesehen und auch Bernhard hat eigentlich eine tolle Pace drauf gehabt. Schade, dass er am Anfang in den Zwischenfall mitverwickelt wurde. Auch hier die Plätze 7 und 8, Arthur und Philippe. Ein toller Zweikampf die ganze Zeit. Beiden gehen jetzt hier in die letzte Runde. Arthur macht da innen dicht. Versucht da Philippe keine Chance zu lassen. Ein toller Kampf von den Jungs. Da wird Arthur in seinem Rig ganz schön schwitzen. Aber auch hier der sensationelle Kampf um P3. Luca wird da froh sein, wenn die Zielflagge fällt. Kann man da innen schön. Christoph packt da hier aber auch keine unfairen Mittel aus. Ganz großes Kino, was Luca und Christoph da abliefern hier vorne im Kampf um P3. Habe ich mal auf unter 4 Sekunden. Und ich denke mal, die 4 Sekunden, da hat der Bernhard keine Chance, die in der letzten Runde nochmal zuzufahren. Es sei denn, sein Gegner macht einen Fehler, was ich allerdings nicht annehme. Axel jetzt hier auf den letzten Metern seiner Triumphfahrt. Hinter ihm, wie von Anfang an, Gustavo Colucci. Auf P3 haben wir weiterhin Luca Filippi, der sich hier einen ganz, ganz großen Kampf mit Christoph Hayward liefert. Auf 5 Alfredo Beretta, auf 6 haben wir dann Ryan Burgess, auf 7 Arthur Straczewski, der jetzt hier immer noch mit Felipe Salinas kämpft. Und auf P9 haben wir Regis Lotin, der wieder einen Platz gut machen konnte und an Ben Reicroft vorbeigegangen ist. Axel wird jetzt hier die letzten paar Meter seiner Triumphfahrt genießen. Die letzten Meter für Axel Begemann im Werks-Porsche hier. Winter heute das GTE-Rennen in Rot Atlanta, ein ganz herzlichen Rot Amerika. Und da kommt er auch Richtung Start und Ziel. Ein ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Axel Begemann. Ein toller Sieg. Alle Rot-Amerika-Fans hast du jetzt gerade vom Kopf gestoßen. Ja, Glückwunsch auch an Gustavo Colucci für P2. Gustavo Colucci wird Zweiter. Und Luca Filippi konnte P3 halten. Glückwunsch. Und Luca Filippi schafft es, den 3. Platz zu ziehen. Ein makelloses Rennen von den Jungs hier vorne, auch für Alfredo Beretta. Alfredo Beretta ist der letzte in den Top 5. Kommt hier als letzter in den Top 5 ins Ziel, hinter ihm dann Ryan Burgess. Felipe Salinas hat es nicht mehr geschafft. Arthur Straczewski konnte seinen 7. Platz behaupten. Regis Lotin kommt hier auf P9 ins Ziel, nach anfänglichen Zwischenfall eine tolle Aufholjagd gezeigt. P10 dann Ben Reicroft. Und so langsam kommt hier der ganze Rest des Feldes ins Ziel. Hier kommt der Dreierzug mit Wilfried Besten, Sylvain Delfesch und David Real. Die Plätze 15, 16 und 17. Da kommt unser Bernie auch ins Ziel. Und Bernhard überquert hier nach relativ solidem Rennen auf P19 die Ziellinie. Naja, hätten sie sich da am Anfang nicht rausgenommen, hätten sie gut kämpfen können. Aber das Auto ist heile ins Ziel gekommen. Ein solides Rennen von Bernie, ohne eigene Fehler. War gut. Ah, hätte Fahrradkette, ne? Ja, so ist das aber noch. Ja. Ja, du hast Glück und Unglück gehabt. Du hättest ja auch gleich am Start rausfliegen können und dann wäre das Rennen bei zu Ende gewesen. Da in dem
Deswegen war mal wieder was anderes, ein schönes Rennen. Ja, habe ich schon ein bisschen was zu tun hier. Würde ich mal sagen, dann verabschieden wir uns mal hier von diesem Kanal. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende. War mal was Neues heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ich denke mal, wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, macht's alle gut und bleibt uns treu. Tschüss. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.